1941. Der japanische Kaiser Hirohito, unterstützt von seinen Militärberatern, betreibt eine aggressive Expansionspolitik. Seine Armeen überfallen die Nachbarstaaten im Pazifik. Amphibische Landungstruppen nehmen Insel für Insel ein und überrollen förmlich die Verteidiger. Unterstützt werden sie dabei von der allgegenwärtigen japanischen Luftwaffe. Wendige Zero-Jagdflugzeuge erobern schnell den gegnerischen Luftraum. Sie werden unterstützt von riesigen Flugzeugträgern der Marine, um jeden Winkel des Pazifiks schnell zu erreichen. Bestärkt in ihrem Schlachtenglück wagen sich die Japaner an eine noch größere Beute. Sie greifen die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor an und tragen auch hier wieder den Sieg davon. Doch sie wussten nicht, dass sie damit einen schlafenden Riesen geweckt haben. Erschüttert von diesem Überfall erwacht die Industrienation USA zum Leben. Die Hochöfen der Stahlwerke begannen aufzulodern und speien massenweise Kriegsgeräte aus. Die USA ist nun bereit, Patrone für Patrone zurückzuzahlen. Nun beginnt es also, hier und jetzt auf Guadalcanal. Ja, hallo Gemeinde. Wir haben ja eine Kampagne gestartet. Und da wir mit ein paar Spielberichten begonnen haben und ihr euch wahrscheinlich fragt, was wir da tun, haben wir ja irgendwann zwischendurch mal versprochen, euch zu erklären, was wir hier tun. Und in dem Zuge erklären wir euch heute mal die Kampagnenregeln, die wir uns als Hausregeln ausgedacht haben, damit ihr da einen etwas besseren Überblick bekommt, über was wir zum Teil reden und wie das alles vonstatten geht. So, für unsere Kampagne haben wir natürlich erstmal einen Landstrich gewählt, sprich in unserem Fall hier Guadalcanal. Die Insel will ich als US-Amerikaner von den schäbigen Japanern befreien. Und ja, wir haben im Grunde genommen einfach eine entsprechende Karte uns gesucht, haben eine Gitternetzlinie darauf gemacht, um entsprechende Quadranten zu bilden. Und die gilt es entsprechend zu erobern. Und aus diesen Quadranten kann man dann auch entsprechende Ressourcenpunkte generieren, um verlorene Einheiten wiederherzustellen oder auch neue Einheiten zu kaufen, weil unsere Kampagne über eine gewisse Zeit geht, die in 3 Teile eingeteilt ist. Wir spielen am Anfang Early War, dann Mid War und zum Ende hin gehen wir in den Late War über, weil wir hier auf einer Insel im Grunde genommen die ganzen Kriegszeiten simulieren wollen, damit man auch entsprechend von den Einheiten in den verschiedenen Zeiten partizipieren kann. Ja, das Ganze machen wir mit 3 verschiedenen Spielsystemen zurzeit. Wir benutzen Cruel Seas für die Wasserregionen. Wir benutzen Bolt Action für die Landkämpfe und haben auch noch als Unterstützung oder entsprechend als Luftkampf Blood Red Skies im Einsatz. Wir haben uns für diese 3 Systeme gewählt, da sie von der Größe her zueinander passen. Die Boat-Action-Spiele basieren alle auf Zugbasis. Die Blood Red Skies-Spiele eigentlich immer auf Staffelbasis und Cruel Seas ja auch im kleinen Maßstab auf kleinen Flottillen. Das sind ja keine ganzen Flotten. Dementsprechend passt das ja von der Größe her immer ganz gut zusammen. Ja, die Basis für die ganze Kampagne ist eine gewisse Punktzahl, die wir uns miteinander ausgedacht haben. Wir haben uns auf 4500 Punkte geeinigt, um entsprechend eine Bolt-Action-Armee, eine
Flotte von Schiffen und eine Staffel von Fliegern zu kaufen. Und diese 4.500 Punkte dürfen so aufgeteilt werden, wie wir lustig sind. Das ist natürlich immer eine entsprechende Einzelvereinbarung. Wenn man, sage ich jetzt mal, eine Stalingrad-Kampagne spielt, kann man da auch Cruel Seas weglassen und gegebenenfalls Tank War oder sowas mit reinbringen, um die großen Panzerschlachten da im russischen Krieg nachzuspielen. Ja, um unsere Kampagne dann etwas interessanter zu gestalten, haben wir uns ein System ausgedacht, wie wir an neue Punkte kommen, um die Armee während der Kampagnenphasen weiterzuentwickeln. Da wir gewisse Bereiche der Insel einnehmen müssen, kann man diese Bereiche entsprechend erschließen. Und so ein Quadrant kann dann eine entsprechende Menge an Ressourcenpunkte generieren. In so einem Fall ist das pro Quadrant 50 Punkte, mit denen dann im Nachgang an einer Schlacht die Verluste ausgeglichen werden können. Oder auch auf Dauer neue Reserven eingekauft werden können, die entsprechend die Armee verstärken und ergänzen können. So, als Grundvoraussetzung für die ganze Geschichte benötigen wir für die Armeen noch einen etwas höherrangigeren Offizier. Man muss mindestens in einem der Züge einen Captain oder höher mit reinnehmen, damit man entsprechend eine Kompaniestärke darstellen kann. Wir haben begonnen mit 3 Zügen Infanterie, mit einer Flottille und einer Staffel Flugzeuge. Und das kann man auch anders aufteilen, wenn man das möchte, aber entsprechend ja, ein bisschen mit haushalten, und da kam bei uns beiden im Grunde genommen die gleiche Menge raus. Und so haben wir begonnen. Was wichtig hier noch zu wissen ist, am Anfang haben wir uns darauf geeinigt, dass nicht mehr als ein Drittel an Veteranen in den Armeen enthalten ist. Diese Qualitäten können innerhalb der Kampagne durch Siegpunkte, die man bei den Spielen generiert, auch gesteigert werden. Und die Truppen, die man nachordert, sind generell unerfahren. Das heißt, die muss man erst entwickeln. Wenn neue Soldaten kommen, sollten die ja auch erst ein bisschen Erfahrung bekommen, um ja nicht gleich als erfahrener Veteran in die Schlacht geworfen zu werden, nachdem sie 3 Monate Grundausbildung gemacht haben. Ja, das Ganze basiert dann auf einer Zugreihenfolge, die wir genauso wie bei Bolt Action mit Würfeln ausziehen. Es kommt also pro Einheit ein Würfel in den Beutel. Die Cruel Seas und Blood Red Skies Einheiten haben dann immer eigene Farben, damit die Zugreihenfolge etwas beliebiger wird. Nicht, dass man entsprechend ohne Probleme die Reihenfolge immer gleich hat oder sie bestimmen kann. Da kommt so ein bisschen mehr Dynamik dann da rein. Und die Züge sind aufgeteilt in eine Bewegungsphase und in eine Aktionsphase. In der Bewegungsphase kann man auf der Karte eine Einheit verschieben oder mit einem Cruel Seas oder mit einer Blood Red Skies Einheit eine entsprechende Unterstützung geben. Auch mit einer Bolt Action Einheit eine Unterstützung geben. Das gibt dann in einer Schlacht entsprechende Vorteile für denjenigen. Und die zweite Phase ist die Aktionsphase, in dem ich entweder einen Feind bekämpfen kann, ich kann Nachschub generieren, sprich neue Ausrüstung beim Lager bestellen,
Oder ich kann einen Sektor erschließen. Den Sektor erschließen muss ich, um die Ressourcenpunkte, also um neue Punkte für meine Armee zu generieren. Und aus den Ressourcenpunkten wird der Nachschub dann generiert. Wenn ich Nachschub kaufen möchte, gibt es eine gewisse Grenze. Ich kann nicht 1000 Punkte neu einkaufen, sondern ich muss schon zusehen, dass ich einen Nachteil bekomme. Da haben wir gewählt, dass wir pro Einheit, die wir auf Nachschub generieren setzen, nur 100 Punkte neuer Einheiten gekauft werden kann. Das ist kumulativ. Je mehr Einheiten ich auf Nachschub setze, je mehr kann ich einkaufen. Das heißt, unterm Strich, wenn ich alle meine Einheiten im Moment auf Nachschub setzen würde, könnte ich pro Runde 500 Punkte neue Einheiten kaufen. So, als nächstes kommen wir zum Einheit verschieben. In der Bewegungsphase kann ich Einheiten auf der Karte verschieben. Die Bolt-Action-Armeen immer nur einen Sektor weit. Die Flottillen natürlich entsprechend in den Wassersektoren. Da kann ich allerdings die ganze Karte erreichen. Und Flugzeuge selbstredend können Land oder Wasser überfliegen. Dementsprechend sind die komplett frei in ihrer Bewegung, was eigentlich die höchste Flexibilität darstellt. Ja, wenn Einheiten aufeinander treffen, kann man entsprechend in der Aktionsphase einen Kampf ansagen. Boat Action gegen Boat Action, Cruel Seas gegen Cruel Seas oder Blood Red Skies gegen Staffel und entsprechend dort eine Schlacht austragen. Bei den Boat Action Spielen gibt es noch eine Besonderheit. Da kann ich andere Einheiten als Unterstützung hinzuziehen. Sprich, wenn ich ein weiteres Platoon-Einzug hinzuziehe, bekomme ich in unserem Fall 250 Punkte extra für die nächste Schlacht. Ziehe ich eine Blood Red Skies Staffel als Unterstützung heran, bekomme ich einen freien Air Observer. Und wenn ich eine Flottille als Unterstützung zur Schlacht hinzuziehe, bekomme ich einen freien Artillerieoffizier. Das sind dann entsprechende Unterstützungen, die das Spiel etwas spannender machen. In gewissen Situationen kann man auch diese Unterstützung versuchen zu verhindern, wenn man entsprechend in der Zugreihenfolge noch eine freie Einheit hat, die dieses kann. Natürlich kann ich mit einer Boat-Action-Einheit kein Flugzeugangriff verhindern, aber ich sage mal, eine Unterstützung einer Boat-Action-Einheit, wie wir das schon mal ausgespielt haben in dem ersten Spielbericht, kann dadurch verhindert werden. So, kommen wir jetzt zum Punkt Spiele austragen. Wenn so eine Armee aufeinander trifft, dann haben wir da noch einige kleine Punkte, die man beachten muss. Die Sektoren, die von jemand anders gehalten werden, sprich zum Beispiel ein Sektor, der vom Japaner gehalten wird. Dort gelten die Einheiten als eingegraben und versteckt. Das hat den Grund, weil der andere sich dann entsprechend darauf vorbereiten kann und man es dem Gegner ja auch nicht so einfach machen möchte. Um den eingegrabenen Status wieder wegzunehmen, könnte man vorher natürlich einen Flug mit einer Staffel ansagen, um einen Aufklärungsflug zu machen. Das ist allerdings dann nur, um den versteckt Malus wegzukriegen, sprich eingegraben sind die Einheiten dann trotzdem. Es gibt da auch dann
beim Austragen des Gefechtes gewisse Regeln, wie sich die Einheiten zu verhalten haben, wenn ein Spiel entsprechend verloren wird, es gewonnen wird oder ein Unentschieden stattfindet. Gewinnt eine Einheit, die einen Sektor angreift, das Spiel, wird der Gegner zurückgedrängt aus dem Sektor. Verliert der Angreifer, wird er zurückgedrängt in den Sektor, wo er herkommt. Und gibt es einen Unentschieden in einem Spiel, habe ich das Problem, dass beide Einheiten sich aus dem Sektor zurückziehen müssen. So haben wir da eine relativ große Dynamik drin, was am Ende passiert und wie die Einheiten sich da in dem Fall dann von selber verschieben. Das hat keine Auswirkung auf den nächsten Zug, sondern nur einfach eine Spieldynamik reinzubringen, dass es einen Effekt gibt, was der Zug bzw. der Kampf für Effekte hat. Ja, dann gibt es als nächstes noch die Verluste und die Nachbereitung so einer Schlacht. Wenn wir die Schlachten ausgetragen haben, passiert es ja schon mal öfters, dass ein paar Infanteristen auf der Strecke bleiben oder auch ganze Gruppen ausgelöscht werden. Da gibt es dann je nach Truppenqualität Verluste. Nicht jeder Soldat, den wir in der Schlacht verlieren, sind automatisch tot. Das sind ja oft auch nur Verwundete. Dementsprechend bei unerfahrenen Verlusten ist ein toter Soldat pro 2 Verluste zu verzeichnen. Bei einem regulären ein toter Soldat pro 3 Verlusten und bei Veteraneneinheiten ist es entsprechend 4. Und diese Verluste, die dann wirklich tot sind, die muss man im Nachgang mit Ressourcenpunkten wieder auffüllen. Oder es auch nicht tun und entsprechend innerhalb des Platoons die Einheiten verschieben, so dass man wieder auf Mindeststärke für die Einheiten kommt. Ähnlich geht es bei Flugzeugen und Schiffen einher. Da haben wir natürlich nicht diese Regelung, wie wir das bei den Infanteristen haben oder bei den Bolt-Action-Zügen. Ein Flugzeug kann in der Runde abgeschossen werden und dann muss man hinterher auf eine Tabelle würfeln, auf die ein Flugzeug außer Gefecht gesetzt werden kann, die Mannschaft kann sterben oder das Flugzeug ist schwer beschädigt oder leicht beschädigt und entsprechend wird das Flugzeug dann ausfallen oder auch gar nicht mehr einsetzbar sein. Die Flugzeuge, die repariert werden, kann man hinterher wieder einsetzen. Die kosten auch keine Ressourcenpunkte, um sie zu reparieren, sondern werden einfach eine gewisse Zeit aussetzen, was dann die Reparatur oder die Ersatzteilbeschaffung simulieren soll. Zudem gibt es noch Beutefahrzeuge, die wir einsetzen. Da man öfters in den Regelbüchern von Beutefahrzeugen liest, haben wir uns gedacht, was unser Gegner auf dem Schlachtfeld zurücklässt. Da können wir auch gerne mal bei Fahrzeugen für würfeln, ob man gegebenenfalls auf eine 4 Plus so ein Fahrzeug bergen kann und es dann in der nächsten Runde selber einsetzen kann für ein paar Punkte. Wir gehen davon aus, dass wir bei so einem Fahrzeug einfach die Mannschaft neu kaufen müssen. Sprich bei so einem Panzer eine Besatzung von 4 Leuten oder so ist es. Die Waffen müssen allerdings jedes Mal, wenn ein Feuerbefehl gegeben wird, testen, ob die Munition ausgeht oder irgendwas nicht in Ordnung ist an der Waffe, um ein bisschen die Munitionsknappheit bei so einem Beutefahrzeug natürlich zu simulieren. Und da würden die Waffen nur auf eine 2 Plus schießen. Bei einer 1 wäre die Munition alle oder die Waffe kaputt.
Dementsprechend könnte die für diese Runde dann nicht, für dieses Spiel nicht mehr eingesetzt werden. Aber das ist nicht bei allen Waffen, sondern jede Waffe muss einzeln entsprechend würfeln. Bei den Spielen haben wir dann entsprechende Siegespunkte. Mit diesen Siegespunkten können wir unsere Truppen von der Qualität her steigern. Die Unerfahrenen nach regulär kann man mit einem Siegespunkt steigern. Die regulären nach Veteranen kann man mit 2 Siegespunkten steigern. Nicht innerhalb von einer Runde, das heißt, man kann nicht innerhalb von einer Runde von Unerfahren auf Veteranen seine Figuren steigern. Ich glaube, das können die besten unerfahrenen Soldaten nicht, dass sie sofort Veteran werden innerhalb von einer Runde. Und dann gibt es noch eine Sonderregel, wenn wir bei Blood Skies die Aces sehen, wollen wir aus einem Veteranen ein Ace machen, dann kostet uns das schon 4 Siegpunkte. Siegpunkte werden immer je nach Mission vergeben, kommt immer darauf an, was wir uns gerade an Missionen ausgedacht haben oder sie aus irgendeinem der entsprechenden Kampagnenbücher entliehen haben. Und das notieren wir uns dann entsprechend und im Nachgang werden entsprechend Einheiten, die am Kampf teilgenommen haben, in der Qualität gesteigert. Ganz wichtig, nicht irgendwelche Einheiten, die noch nie gekämpft haben, dürfen gesteigert werden. Das wäre ja nicht Sinn der Sache. So, dann gibt es noch als letzte Option sogenannte besondere Orte. Auf der Karte können können besondere Orte gebaut werden. Es gab ja immer gewisse Objekte oder Sachen, die benutzt werden, wie zum Beispiel eine Flugbasis, ein Hafen, eine Flakstellung etc., die entsprechende Vor- oder Nachteile bringen. Nachteile in unserem Fall eigentlich nicht, die können einfach nur Vorteile bringen. Der große Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, die kosten natürlich auch Ressourcenpunkte. Und für diese Ressourcenpunkte bekommt man einen gewissen Gegenwert. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein Lazarett zu bauen, wo dann Einheitenverluste ohne eine Nachschubaktion wieder regeneriert werden können. Es gibt die Möglichkeit, improvisierte Verteidigungsstellungen für einen Quadranten zu bauen, sprich Sandsack, Schützengräben etc. Man kann eine Flakstellung bauen und dann könnte man mit einem Würfelwurf auf 4 plus eine Blood Red Skies Aktion verhindern. Das gleiche gibt es dann gegen eine Crucis Unterstützung oder Aktion. Man könnte einen gewissen Quadranten mit Wasserminen versehen und entsprechend auch dort wieder auf eine 4 plus eine Aktion verhindern. Der große Nachteil, den der Amerikaner am Anfang zum Beispiel hat, ist, dass er keine Flugbasis hat. Sprich, ich muss jedes Mal eine Runde mit meiner Staffel aussetzen und zurück zum Flugzeugträger fliegen, um die Flugzeuge wieder zu betanken, um Munition nachzuladen. Das würde zum Beispiel verhindert, indem ich einen Flughafen, eine Flugbasis baue. Dann könnte man die Staffel entsprechend jede Runde einsetzen. Da haben wir noch ein paar mehr Geschichten, die, denke ich mal, auch sich nach und nach auch noch wahrscheinlich vermehren werden. Aber das macht das ganze Spiel noch ein bisschen dynamischer und die Missionen, die daraus resultieren können, sind natürlich auch sehr wieder eine Herausforderung, weil man dort natürlich eine entsprechende Mission sich wieder ausdenken kann oder generieren kann. Wie zum Beispiel ein
ein Flugfeld erobern oder eine Bunkeranlage einnehmen, einen Hügel einnehmen, wo eine Flakstellung draufsteht, etc. Ja, macht die ganze Geschichte ein wenig dynamischer. Ja, um das Ganze dann jetzt nochmal zu vertiefen, werden wir einfach exemplarisch den nächsten Zug einfach mal spielen und dazu gehen wir in die Nahaufnahme. Ja, jetzt machen wir einfach mal exemplarisch einen Zug, der mit Würfeln gespielt wird, wie wir das vorhin schon erklärt haben. Wir haben unsere Würfel schon in den Sack getan und ich fange jetzt einfach mal an zu ziehen und dann schauen wir mal, wer darf. So, der Japaner darf mit einem seiner Infanteriezüge seinen Zug gestalten. So, ich habe jetzt mit dem ersten Würfel, praktisch den ersten Infanteriezug, den Nachschub angefordert. Das war jetzt hier die 20 mm Flak. Und bewegen tut er sich auch nicht, also er bleibt hier in dem Gebiet und ja, ist auf Nachschub gesetzt. So, ich habe den Würfel für meinen zweiten Zug gezogen und werde den Sektor, den ich das letzte Mal durch das Gewinnen der Mission erobert habe, erschließen, damit ich hier meine Ressourcenpunkte generieren kann. So, der nächste Zug habe ich mich jetzt hier für den ersten Zug entschieden. Und der greift im Prinzip jetzt hier das Gebiet an, wo der zweite Zug von Christian gerade aktuell steht. Also macht praktisch jetzt hier einen Angriff. So, als nächstes habe ich die Cruel Seas Flotte gezogen, die sich jetzt aktuell hier befindet, in dem Quadranten. Und sie bewegt sich einfach hier einmal nach rechts in den nebenstehenden Quadranten. So, ich habe gerade meine Blood Red Skies Staffel gezogen, die ich in der letzten Runde im Einsatz hatte. Da ich als Amerikaner bis jetzt noch keinen Flugstützpunkt auf den Inseln gebaut habe, muss ich leider jede zweite Runde zum Flugzeugträger zurück und dementsprechend ist diese Blood Red Skies Staffel nicht einsetzbar. So, als nächstes habe ich gezogen den dritten Zug meiner Infanterie und auch hier werde ich den Sektor erschließen. So, als nächstes ist die japanische Fliegerstaffel an der Reihe und zieht jetzt praktisch hier in dieses anstehende Gefecht rein zwischen dem zweiten Zug der Amerikaner und dem ersten Zug der Japaner und löst praktisch dadurch einen Air Observer aus für die Japaner als Unterstützung. So, als nächstes habe ich meinen ersten Zug gezogen. Der ist hier oben noch in den Landungsbooten bzw. mit der Flottille zusammen und die wird jetzt eine Unterstützung ansagen und sobald ich gleich meine Flottille ziehe, werde ich mit der Flottille eine Unterstützung bei diesem Gefecht machen. Das würde bedeuten, dass ich durch die Unterstützung der Flotte einen freien Artillerieschlag bekomme, also einen freien Artillerie-Observer und zusätzlich 250 Punkte aus dem ersten Zug im Gefecht aufstellen kann. So, jetzt haben wir hier den letzten Zug der Japaner, den Zug 3 gezogen. Und da das hier schon so ein Handgemenge ist und hier schon ein riesiger Schlagabtausch wird, packe ich jetzt diesen Zug als Unterstützung hier mit dazu. Bedeutet praktisch, er unterstützt den ersten Zug, der ja hier im Gefecht ist, mit weiteren 250 Punkten. So. Jetzt ist natürlich als letzter Würfel noch meine Flottille da und die Flottille wird dann entsprechend auch in dem Gedrubbel unterstützen und ich glaube, das wird eine ganz schön heftige Schlacht. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen, was wir hier so treiben. Das Ganze ist noch nicht in
trockenen Tüchern, sprich unsere Kampagne entwickeln wir immer noch weiter. Sind aktuell 4 DIN A4 Seiten ungefähr, die wir zusammengeschrieben haben zusammen. Und ja, das Ganze wird sich noch entwickeln im Laufe der Kampagne, so dass man das Ganze natürlich über andere Kampagnen drüber stülpen kann, um die ganze Geschichte so ein bisschen interessanter zu machen, dynamischer und man einfach Lust hat, so eine Kampagne über eine längere Zeit zu spielen. Das Ganze ist uns irgendwann mal gekommen, nachdem wir das erste Kampagnenbuch damals durchgespielt haben. Da war ein roter Faden drin, aber ja, die Mission hing nicht so wirklich zusammen. Ja, da wurde halt in Battleground Europe nach und nach die verschiedenen Situationen nachgespielt, aber ja, man hatte nicht so ein Gefühl von einer Verbindung in der ganzen Kampagne. Und ja, da sind wir dann irgendwann mal drauf gekommen, dass wir ganz gerne in den Pazifik ziehen wollten mit der ganzen Geschichte. Und dabei sind wir dann auf die Idee gekommen, einfach uns ein bisschen hinzusetzen, ein paar Gedanken zu machen und wollten gerne auch diese 3 Spielsysteme verbinden, die uns einzeln alle ziemlich Spaß machen. Blood Red Skies und Cruel Seas sind wir jetzt noch nicht so die richtigen Profis. Da haben wir noch nicht so viele Spiele gemacht. Bolt Action geht bisher ganz gut von der Hand. Und ja, wir hoffen, das Ganze im Laufe der Kampagne weiter zu vertiefen und da einen guten Weg zu finden. Ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt verstehen, was wir hier tun und habt ein wenig Spaß weiterhin auf unserem Kanal und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal.